Wir sind jetzt in Gantör und wir gehen hier mal zum Zahnarzt. Wie es in der Praxis aussieht, siehst du es dann, wenn du dran bleibst. Also unbedingt dranbleiben. Was wir machen müssen, das siehst du dann später. Falls du uns noch nicht kennst, wir sind Luciana und Vishnu. Wir reisen durch Vietnam, teilen hier unsere Erfahrungen, was wir unterwegs so erleben und natürlich unsere Tipps. Und in diesem Video nehmen wir euch mit in Gantör. Eigentlich hatten wir überhaupt nicht geplant, in Gantör zum Zahnarzt zu gehen. Aber sie hatte schon eine Weile Probleme mit einem Zahn. Mal war gar nichts und dann hatte sie beim Kauen oder sogar beim Liegen wieder Schmerzen. Wir hatten deshalb schon so eine kleine Vorahnung, dass es vielleicht eine Wurzelbehandlung werden könnte. Wie war deine Angst so vor dem Zahnarzt? Du wusstest ja vorher gar nicht, dass wir zum Zahnarzt gehen, gell? Ich habe dich einfach mitgeschleppt. Also du musst wissen, ich habe allgemein mega Angst vor dem Zahnarzt. Ich gehe überhaupt nicht gerne dorthin. Und ja, Vishnu hat mich einfach überrascht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es das besser oder schlimmer gemacht hat, aber ich hatte auch Angst, dass ich Verständigungsprobleme habe, ob sie wirklich Englisch kennen, ob mein Englisch gut genug ist. Und ja, ob alles gut kommt. Ich meine, es ist doch ein nicht mehr ganz so unbekanntes Land, aber nicht mein Heimatland. Und ja, ich wusste nicht, was auf mich zukommen wird. Ja, vor allem die Sprachbarriere, gell? Ja. Da haben wir einfach nur auf das Beste gehofft. Bevor wir zum Zahnarzt gingen, haben wir zuerst Google abgecheckt. Vor allem die lokalen Zahnärzte. Wir haben uns bewusst für einen lokalen Zahnarzt entschieden, weil einfach günziger. Hier gibt es schon so Touristenzahnarzt, aber die Preise sind dann irgendwie 5, 6, 7 Mal höher als sonst. Ja. Google Maps aufgemacht, Zahnarzt eingetippt und da mal rumgescrollt, gucken, welche die beste Bewertung hat. Und haben wir eins gefunden, 20 Minuten von der Unterkunft entfernt, und da sind wir dann hingelaufen. Ach ja, und einen Termin haben wir übrigens gar nicht gemacht. Wir haben gut auf spontan da mal Vorbeigeschaut. Genau. Und der erste Eindruck war zum Glück richtig gut. Alles war sauber und sah tipptopp aus. Wir wurden herzlich empfangen. Ich habe kurz erklärt, was das Problem ist. Da musste ich ein Formular ausfüllen mit den Standardangaben, Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, vielleicht noch etwas mehr. Und dann ging es schon los. Ich musste gefühlt 1 Minute warten und dann ging es ab ins Behandlungszimmer. Wo wir dann das Formular ausgefüllt haben, der Zahnarzt kam. Was hast du dann nachher gedacht? Warst du erleichtert oder? Ja, ich war mega beruhigt, dass er Englisch sprechen konnte und er hatte eine ganz ruhige Art und hat mir in Ruhe alles erklärt, gesagt, was wir jetzt machen. Ja, ich war wirklich etwas beruhigt, doch. Ja, zum Glück war der Zahnarzt echt so ein ruhiger Typ. So hat er die Angst ein bisschen weggenommen. Muss ich auch sagen, war ziemlich cool. Für eine genaue Diagnose musste dann noch ein Röntgenbild gemacht werden und dieses Gerät hier hatten wir beide vorher noch nie gesehen. Sie konnten einfach auf dem Behandlungsstuhl sitzen bleiben und kurz danach war das Bild schon auf dem Bildschirm. Der Zahnarzt hat mir die Röntgenbilder gezeigt, hat mir alle Kanäle gezeigt, gesagt, was Sache ist. Ja, unsere Vermutung hat sich bestätigt. Ja, es gab eine Wurzelbehandlung. Was hast du gedacht, als der Zahnarzt sagte, ja, es wird eine Wurzelbehandlung? Ja, ich habe es leider schon vermutet, aber eigentlich gehofft, dass es doch nicht so schlimm ist. Ja, und dann dachte ich, wir machen einen Termin aus und er sagt mir dann, wann ich wiederkommen kann für die Behandlung. Aber dem war nicht so. Es ging direkt los. Auf dem Behandlungsstuhl. Was für uns auch komplett ungewohnt war, hier sitzt nicht jeder Patient allein in einem Behandlungsraum, sondern da stehen mehrere Behandlungsstühle nebeneinander. Und teilweise werden 3 oder 4 Patienten gleichzeitig behandelt. Also ich konnte sehen und hören, was nebenan passiert. Das war am Anfang schon etwas speziell, aber gleichzeitig fanden wir es auch mega interessant, weil wir sowas aus der Schweiz überhaupt nicht kennen. Und als du auf dem Behandlungsstuhl saßt und er dann begonnen hat, deinen Zahn so wie sagt man so? Zu behandeln. Zu behandeln, genau. Was ging dir da durch den Kopf? Ja, meine Angst war vielleicht etwas zu groß. Ich habe es bei deinem Gesichtsausdruck gesehen, wo du auf dem Stuhl saßt, so die Angst in deinen Augen, ey. Ach du Scheiße, ich hatte so Mitleid mit dir. Ja, die Angst war groß, aber sie wurde wirklich kleiner mit der Zeit. Ich vertraute dem Zahnarzt und er hat mir das Gefühl gegeben, dass er genau weiß, was er macht. Er hat mir eine Betäubung gegeben. Er hat mich danach gefragt, ob ich noch was spüre. Ich habe wirklich noch etwas gespürt. Dann hat er mir noch mal eine gegeben und dann war es perfekt. Ich lag da, hatte keine Schmerzen.
Ich wusste, du warst da. Doch, es ging klar. Ich habe mich dort wirklich wohl gefühlt. Der Zahnarzt war super, auch die Assistentin hat mich nett behandelt. Super freundlich eigentlich, die Mitarbeiter. Ja, sehr. Weil wir ohne Termin in die Praxis gegangen sind, konnte er nicht direkt alles fertig machen, denn er hatte eigentlich einen vollen Terminplan. Also mussten wir einen neuen Termin ausmachen für die nächste Behandlung, um sie abzuschließen. Ich habe einen Termin für den nächsten Tag bekommen. Und nach der Behandlung durftest du ja nichts Hartes essen und auch kein... Was durfte ich wohl nicht essen? Schreibt's mal kurz in die Kommentare. Banh Mi. Es war Katastrophe. Aber ja, okay, das musste ich dann in den Kauf nehmen. Der Arzt hat mir noch ein Rezept mitgegeben für Medikamente, die ich in der Apotheke abholen kann. Haben wir auch gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt auch mit rechten Schmerzen gerechnet nach der Behandlung. Aber zum Glück waren überhaupt keine Schmerzen vorhanden. Mir ging's super. Ich musste die Tablette nicht einnehmen. Ja, war alles gut. Ich war echt froh drum. Am nächsten Tag wurde nochmal kontrolliert, die Wurzelbehandlung fertig gemacht und danach den Zahn noch versiegelt. Jetzt sind mittlerweile schon ein paar Tage vergangen. Wie geht's am Zahn heute? Richtig gut. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich kann alles ohne Problem essen. Ich bin sehr zufrieden, wirklich. Ja, da bin ich froh. Wir haben für die komplette Behandlung bezahlt 1,5 Millionen vietnamesische Dong. Das sind umgerechnet knapp 50 Schweizer Franken. Wir blenden euch den Preis jetzt hier ein. Wir hätten ehrlich gesagt mit etwas mehr Geld gerechnet. Wir haben gedacht, es würde uns etwas teurer kommen. Ja, ungefähr so 2,5 Millionen haben wir gedacht. Wenn du jetzt so zurückdenkst nach der Behandlung, würdest du nochmal zu dem Zahnarzt gehen, wo wir gegangen sind? Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich gute Erfahrungen gemacht mit dem Zahnarzt. Die Behandlung war super, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar meiner Meinung nach. Ja, das finde ich auch. Er hat meine Probleme behoben. Ja, top. Ich würde definitiv wieder dorthin gehen. Falls jemand von euch auch Probleme mit den Zähnen hat und Angst hat vor großen Kosten, ich kann euch Vietnam wirklich sehr empfehlen. Ihr müsst unbedingt die Zahnärzte gut abchecken vorher. Wir machen es immer bei Google Maps und checken dort die Bewertungen, die Rezessionen. Aber es ist so viel günstiger als in der Schweiz und bestimmt auch günstiger als in Deutschland. Also versuch's unbedingt. Und schaut euch die Bewertungen wirklich genau an, weil Fake-Bewertungen gibt's leider auch immer. Oder ihr geht zu dem Zahnarzt, wo wir gegangen sind. Einfach. Ja. Und wenn wir deine Angst ein bisschen nehmen konnten, dann lass doch schon mal ein Like da. Das würde uns sehr helfen. Und abonniert den Kanal, das hilft uns weiter. Lass auch einen Kommentar da.